Ich bin Pam Giehl. Und ich bin Barbara Rumpus. And I want to talk about the theme today of blessing and cursing. Und ich möchte über das Thema reden, Segen und Fluch. The Bible speaks from the beginning to end about blessings and curses. Die Bibel spricht vom Anfang bis zum Schluss über Segen und Fluch. Probably the most famous chapters in Deuteronomy 28. Wahrscheinlich das bekannteste Schriftwort ist im 5. Buch Mose, where God says to the people of Israel, wo Gott zum Volk Israel spricht, who he is in covenant with, mit dem es im Bund steht, if you obey my word, wenn ihr meinen Worten gehorsam seid, obey my word, und wenn ihr fleißig meinen Worten gehorsam these seid, blessings will come upon dann you. kommen diese Segnungen auf euch. And then there's verse after verse of the blessings that God wants to Und set dann free. Vers um Vers kommt es über die Segnungen, die auf das Volk Israel But kommen. in this chapter it also says, Aber in diesem Kapitel spricht es auch davon, he says, if you don't obey my word, aber wenn ihr meinen Worten nicht gehorsam then these seid, curses will come upon you. dann werden folgende Flüche über euch And that's a kommen. very interesting chapter to read. Und das ist ein sehr interessantes Kapitel, was man lesen God kann. intends blessing for his people. Gott beabsichtigt Segen für But sein through this Volk. chapter we see it depends on our obedience or disobedience. Aber in diesem Kapitel sehen wir, es hängt von unserem Gehorsam oder von unserem Whether we live under Ungehorsam ab. blessing Ob wir unter Segen or whether we live under leben curses. oder ob wir unter Flüchen leben. So a curse is something that is spoken out. Ein Fluch ist etwas, was man God ausgesprochen has hat. spoken many curses out, Gott hat viele Flüche and he's ausgesprochen, spoken many blessings out. aber er hat auch viele Segnungen And in this speaking ausgesprochen. out, Und in diesem there Aussprechen is a power set free in the unseen world, wird eine Kraft freigesetzt in der unsichtbaren in the Welt, spirit world, in der geistlichen to Welt, accomplish what was spoken. um das zu tun, was ausgesprochen Now, wurde. curses have many causes, Die Flüche, da gibt es viele Gründe davon. and one is obedience and disobedience. Und ein Grund ist entweder Gehorsam oder Ungehorsam. In Genesis, the Lord cursed the serpent. Im 1. Buch Mose lesen wir, dass Gott die Schlange verflucht He hat. cursed the ground. Er hat den Boden, die Erde He verflucht. cursed Cain. Und er hat Kain verflucht. Jesus cursed cities. Jesus hat auch über Städten Things Flüche were spoken ausgesprochen. out Dinge, die That would ausgesprochen either set wurden, blessing free die entweder Segen or would set a freisetzen curse free. oder einen Fluch freisetzen. Now there are also those that God has authorized to speak out blessings and curses. Und Gott hat auch Menschen autorisiert, Segen oder Fluch And auszusprechen. curses can even go to the point of judgments that never change. Und Flüche können sogar auf Gericht gehen und dann wird es nicht verändert. As Moses spoke out the judgments of God, Als Mose die Gerichte Gottes then the aussprach, curses came upon Pharaoh and Egypt. kam dann der Fluch auf Pharao und auf Ägypten. There are also generational curses, Es gibt auch where Generationsflüche you can look at a family and see from generation to generation something is wrong. und manchmal kann man sehen, von Generation zur nächsten Generation, irgendwas ist hier You can verkehrt. recognize there's like a curse on this family line. Und man sieht manchmal eine richtige Fluchlinie auf dieser Familienlinie. When I look at our society today Und wenn ich heute in unsere Gesellschaft and see schaue the issues that the young people are having to deal with, und ich sehe, mit was die jungen Leute alles umgehen müssen, it's horrible. dann ist das schrecklich. It's a curse after curse after Es curse. sind Flüche nach Flüchen. But it didn't begin with them. Aber es fing nicht mit der Jugend an, It started with their parents' generation. sondern mit den vorhergehenden But there were also Generationen. curses after curse on this generation. Aber da lagen auch Flüche auf diesen And so Generationen. many curses can go back many generations. Und so können Flüche viele Generationen vorher So ausgesprochen that's one worden of the sein. causes of curses has to do with generational issues. Diese Flüche haben dann etwas mit unserer Generationslinie dann zu tun. Another reason that curses can come Und dann ein Fluch, warum er kommen kann, is because evil people curse us. denn
auch schlechte, böse Menschen können uns The verfluchen. Bible speaks in Ephesians 6 In Epheser 6 spricht die Bibel about spiritual wickedness. über geistliche Bosheit. And we're seeing so much of this today, Und wir sehen davon viel where heute, people are having trouble with us. wo Leute Schwierigkeiten miteinander Maybe haben. there's an office where someone is being mobbed, Vielleicht gibt es ein Büro, wo jemand gemobbt and wird they go to a witch or to a witch doctor and say, Und- I want to curse this person. und sie gehen zu einer Hexe oder zu einem, und sagen, verfluchen sie diese And they Person. go out of this business. Und sie gehen dann aus diesem Geschäft Evil raus. people can cause curses. Böse Leute können Flüche aussprechen. Curses come from idolatry, from worshiping other gods. Flüche können auch von Zaubermacht kommen, From being involved in occult things. wenn man in okkulte Dinge verwickelt ist. Curses come from rebellion, from stubbornness. Und Flüche können auch von Rebellion und Sturheit The Bible herkommen. says children who rebelled against their parents should be stoned. In der Bibel heißt es im Alten Testament, dass die Kinder, die nicht gehorsam sind den Eltern, eigentlich gesteinigt So werden there's a lot sollten. of reasons why curses can come So, upon us. es sind viele Gründe, warum Flüche auf uns The kommen. good news is, Aber die gute Nachricht ist, when Jesus died upon the cross, als Jesus für uns am Kreuz the starb, Bible says he took all the curses upon him. sagt die Bibel, er hat alle Flüche auf sich genommen. Now, everything isn't automatic with God, Nicht alles ist ganz but automatisch mit Jesus Gott. provided deliverance from curses. Aber Jesus hat wirklich Befreiung von diesen Flüchen He came angeboten. to destroy the works of the devil. Er kam, die Werke des Teufels zu And we have zerstören. redemption through his blood. Und wir haben Erlösung durch sein Blut. So if you realize that you or your marriage or your family are under curses, Wenn du oder deine Familie oder deine Ehe unter einem Fluch there can be steht, curses upon your house or upon your land. es kann auf Häusern oder auf Land auch There can be Flüche curses upon sein furniture, upon cars. oder auf Autos oder auf There Möbel. can be curses on churches. Es können auch Flüche über Gemeinden ausgesprochen worden Once we sein. realize Wenn du das that there could merkst, be a curse here, dass da ein Fluch stattgefunden Jesus has hat, already provided the solution. dann wisse, Jesus hat schon die Lösung dafür Only in Christ vorbereitet. can we be freed from curses. Nur in Christus oder durch Christus können wir vom Fluch befreit It's not werden. automatic, Es ist nicht but He automatisch, provided it. aber er hat dafür gesorgt, dass wir das empfangen können. Amen. Amen.